Und jetzt die große Frage. Was ist die Mehrzahl von Platypus? Squeaky Beach heißt deswegen so, weil der Sand quietschen soll, wenn man drüber läuft. Und das prüfen wir jetzt nach. Hier wurden Konzerte, Lesungen gemacht, Hochzeiten gefeiert. Also dieses Ding wurde gebaut für das Amüsement. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute nur einen kurzen Ausflug und zwar geht es zu den Agnesfalls und im Gegensatz zu unserem letzten Wasserfall, hier ist, glaube ich, diesmal Wasser drin. Nachdem wir gestern noch umgezogen sind und für 1-2 Nächte einen neuen Platz gefunden haben, war das jetzt hier dicht dran und ein bisschen vorsichtig müssen wir immer noch sein wegen Heikes Arm. Da können wir nicht so lange und so viel fahren. Und guck mal da. Und Ich glaube aber nicht, dass wir hier einen meinst du, sehen. wir sehen noch mal eins? Glaube ich nicht. Versuchen wir unser Glück. Mit Kletteraktionen müssen wir uns jetzt leider noch ein paar Wochen zurückhalten. Einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und dann bin ich stärker als zuvor, weil ich habe nämlich jetzt Metall in meinem Arm dran. Oh, Iron Girl. Was ist die Mehrzahl von Platypus? Platypus? Platypussen? Platypussis? Platypus? Platypus? Nein, Platypus. Platypusses? Keine Ahnung. Jedenfalls sieht man die hier in dem Fluss nur bei so einem Aufgang oder bei so einem Untergang. Wir sind zurück auf der Wilson's Prom und diesmal machen wir nicht den South Point, weil das wäre jetzt absolut ein No-Go für uns. Wir gehen heute zum Squeaky Beach und Squeaky Beach heißt deswegen so, weil der Sand quietschen soll, wenn man drüber läuft. Und das prüfen wir jetzt nach. Also 300 Meter ins Buschland. Angekommen. Ja, sieht so aus, als wenn der Strand hier für Familie ist. Und jetzt der Test. Quietscht oder quietscht es Also nicht? bei mir bis jetzt nicht. Also not so squeaky beach. Also mit viel Fantasie und Training. Ja. Also lass mal durchgehen als Squeaky Beach. Wir lassen durchgehen als Squeaky Beach. Aber es ist eine schöne Bucht hier, ha? Ja. Nice. An die Quelle. Schöne Farbe, oder? Denk nicht mal dran. Ich will da nicht hochklettern.
Wir sind jetzt hier am Visitor Center und wir wollten eigentlich mal gucken, ob wir den Ranger finden, der uns damals geholfen hat oder die uns damals geholfen hat. Aber sie ist wahrscheinlich heute nicht da und wir haben eine E-Mail-Adresse gekriegt, da können wir noch mal hinschreiben. Aber wir haben hier unter anderem auch eine Karte gefunden, um euch mal gleich kurz zeigen, wie die ganze Halbinsel hier aufgebaut ist. Also hier unten ist der South Point gewesen und wir sind hier nach hier gelaufen. Alle Campgrounds, die hier unten sind, müssen bewandert werden und dann sind aber auch hier ist ein Campground weiter oben, da kann man dann mit dem Auto parken und mit dem Caravan kommen. Ja, ansonsten gibt es jede Menge Laufwege, die man machen kann, also da kann man sich mit Sicherheit eine ganze Woche dran aufhalten. Das Problem ist, dass hier unten in der ganzen Ecke, so wie es aussieht, hat man gesagt, kein Handyempfang, kein Telefonempfang. Also ja, uns hat es ein bisschen gebissen, dass wir das nicht hatten. Gut, wir haben es jetzt trotzdem gemanagt, aber wenn da halt was anderes ist, also man sollte seine Vorkehrungen treffen, wenn man da lang geht. Man ist also zu Fuß locker mal eine Stunde, 2 Stunden aus dem Telefonempfang raus. Ja. Muss man sich halt im Klaren drüber sein. Ja. Hier gibt sogar eine Lightstation, also muss irgendwas wie ein Leuchtturm sein. Okay. Und natürlich Mount Oberon, da kann man dann hochklettern, aber das erlaubt mir mein Mann auch nicht. Nee, du kletterst nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt noch mal einen kurzen Stopp am Aussichtspunkt und dann fahren wir wieder zurück zum Caravan. Wir haben jetzt die Gegend um Foster verlassen und sind weitergefahren und sind jetzt am Coopers Creek Campground. Der eigentlich nicht geplant war. Nicht wirklich, nee. Nee, eigentlich wollten wir bis nach Valhalla fahren, Valhalla, juhu. damit wir in den Himmel kommen. Nee, wir wollten eigentlich nach Valhalla fahren und hinter Valhalla stand einer drin, dass die Stadt wohl einen kostenlosen Campingplatz hat, wo man bleiben kann. Aber dann haben wir vorher irgendwo ein Schild gesehen, dass es nach Valhalla wohl ein bisschen tricky werden kann, da mit dem Caravan durchzufahren. Und dann haben wir gesagt, kurz entschlossen, gucken wir mal, ob wir davor noch einen finden. Und da waren noch 2. Und den ersten haben wir einfach gesagt, okay, den picken wir jetzt mal. Gehen einfach mal hin, gucken uns einfach mal, wie das Ding hier aussieht. Und der sieht so gut aus und ist so klasse und so ruhig. Dann haben wir gesagt, da bleiben wir jetzt einfach mal 2, 3 Nächte. Ja, weil wir sind direkt am Flüsschen. Wir können uns in den Fluss setzen zum Abkühlen. Genau. Und Nachbarn haben wir auch schon kennengelernt. Ja. Die sagen, normalerweise Freitagmittag ist das Ding hier brechend voll. Und ja. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Die Leute sind alle gestern Abend bzw. heute früh wieder gegangen. Kann man überall stehen. Ein bisschen unter den Bäumen. Ein paar sind in der Sonne. Wir haben uns natürlich wieder einen in der Sonne geklemmt. Weil wir haben ja auch unsere Klimaanlage, die wir dann zur Not anmachen können. Aber da kriegen wir unseren Strom umsonst. Das heißt, hier können dann überall Leute zelten und überall sind Feuerstellen hier. Also es ist wirklich sehr, sehr schön der Platz hier. Ja. Hinter dem Zaun, ein Stückchen runter, ist dann der kleine Fluss, wo wir uns dann abkühlen, wenn es uns zu heiß werden sollte. Und jetzt werden wir uns erstmal einen kleinen Snack reinziehen, machen es uns ein bisschen gemütlich und je nachdem, wie warm es wird, gehen wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen planschen. Morgen dann werden wir wahrscheinlich Richtung Valhalla fahren und werden uns den Ort mal angucken. Und ich habe gehört, da soll es auch irgendwas mit einer Goldmine gehen und da bin ich besonders scharf drauf, die mal anzugucken. Ups, Entschuldigung, dass es ein bisschen wackelt. Hier sind gerade so ziemlich viele Bremsen. Marchfleiß, Pferdebremsen. Ja. Musste ich gerade mal ein bisschen ausweichen. Ja. Wie gesagt, die Goldmine würde mich interessieren. Da müssen wir aber erst mal gucken, wo sie ist und wie viel sie kostet. Und dann schauen wir weiter. Okay, und für heute ist nur noch Relaxen angesagt. Ja. Für heute kommt nichts mehr, das ist dann morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen jetzt Valhalla unsicher und haben uns als erstes mal in die Informationsbucht hier treiben lassen, um zu gucken, was es alles gibt. Wir sind jetzt in Valhalla. Ich weiß. Naja, wenn wir jetzt Wikinger wären, ist sie tot, hä?
Ja. Wir haben schon am Ende der Welt gecampt, also. Ja, und wenn man da so mal guckt, oh, okay, kann man natürlich absolut sehen, weil es gibt hier eine Self-Guided Town Walk und Valhalla scheint ziemlich viel historische Gebäude zu haben und das ist wohl auch bekannt für diese Historic Township. Also hier steht, dass über 50 Jahre lang 55 Tonnen Gold hier abgebaut wurden. 55 Tonnen. Ja, mit einem heutigen Wert von 770 Millionen australischen Dollar. Also ich will ja nichts sagen, aber bei 55 Tonnen, das sind 55.000 Kilogramm Gold, hätte ich fast gedacht, das wäre ein bisschen mehr wert heutzutage. 1,5 Millionen Unzen. Aber Gold ist weg. Die Gebäude sind jetzt zwar noch da, aber wahrscheinlich nicht mehr so, wie es im Jahre, was war das, 1898 gewesen ist. Also die Valhalla Train Station, also die Bahnstation haben wir schon mal gefunden. Ja, jedenfalls fährt Ja. die sogar. Aber nur mittwochs, sonnabends und sonntags. 1914 war denn die Eröffnung der Bahn hier, die dann die Stadt mit Gütern versorgt hat. Und ich glaube bis 1944 ist 1944 haben sie das stillgelegt, ja. 2002 ist offiziell wieder eröffnet worden und dient jetzt nur als Touristenzwecke. Also beim Reinfahren hat man schon gesehen, ist wirklich die ganze Ortschaft scheint wirklich fast ausnahmslos aus diesen alten Gebäuden zu bestehen. Ich habe nicht wirklich irgendwas gesehen, was neu und modern aussieht. Nee, es scheint wirklich komplett mehr oder weniger so, wie es mal war. Sunrise paints the dusty plains, whispers call the wild terrain. Boots kick up the red earth high, underneath the endless sky. Gold dust glimmers in our hands, dreams as wide as these dry lands. Golden-hearted diggers, chasing light through dusty triggers, laughing loud beneath the sun. In the outback, life's begun. Campfire songs and stories told, hearts of fire, spirits bold. Every nugget, every find leaves the past and doubts behind. Weary the golden-hearted diggers, chasing light through dusty triggers, laughing loud beneath the sun. In the outback, life's begun. Through the heat and endless days, we find joy in simple ways. With every strike, with every smile, this rugged land makes life worthwhile. Wenn wir so über das Städtchen schauen und die alten Gebäude eingebettet in die Natur betrachten und bewundern, können wir uns nicht wirklich vorstellen, dass vor über 100 Jahren hier kaum ein Baum gestanden hat. Die wurden gefällt und das Holz benutzt, um die Dampfmaschinen anzutreiben, die für den Abbau des Goldes benutzt wurden. Wir
sind jetzt an der Goldmine angekommen und eine Tour findet allerdings erst um 1:30 Uhr statt und so lange werden wir wahrscheinlich nicht warten. Ansonsten ist Valhalla eigentlich ein schönes, kleines, ruhiges, verschlafenes Städtchen, in dem irgendwie die Zeit stehen geblieben ist. Ja. Und es gibt keine neuen Häuser da, es sind alles nur die alten Häuser, wie sie damals gewesen sind, renoviert, aufgearbeitet, aber es steht kein einziges neues Haus dazwischen. Ja, im Vergleich zu den anderen historischen Dörfern, die wir besucht haben, ist das hier noch komplett am Leben. Ja, also die haben alle Häuser ein bisschen umfunktioniert. In manchen wohnen auch Leute drin, aber die ganze Stadt, so wie sie ist, wird erhalten. Und die sagt, steht immer noch genauso da, wie sie damals war. Sogar die Straßeneinrandungen sind mit Holz, also Ich finde es hübsch. es ist richtig hübsch, ja. Ja. Digging in the sun for a pocket full of shine, for the day is done. With a lucky pan and a hopeful grin, it's a dusty gamble, let the good times spin. We're gold diggers, digging in the sun for a pocket full of shine, for the day is done. With a lucky pan and a hopeful grin, it's a dusty gamble, let the good times spin. We're gold diggers, digging in the sun, yeah, digging in the sun, yeah, digging in the Und Peter steht jetzt vor dem Haupteingang der Mine. Boah, Kalt? 13,4 Grad sind da drin. Wow. Ja, wir können es einfach nicht lassen. Von unserem Weg von Valhalla zum Campingplatz sind wir noch hier vorbeigekommen und wir machen jetzt einen kurzen Stopp und wollen zu den Horseshoe Bend Tunnel gehen. Und der Horseshoe Bend ist eigentlich eine meanderförmige Formation für einen Wasserlauf. Und der Tunnel ist im Grunde genommen in den Berg gesprengt worden, um das Wasser aus dem Bach umzuleiten, damit man dort in Ruhe das Gold rausholen kann. Und das schauen wir uns jetzt an. Und werden Filthy Rich. like a lightning strike. Grab your pick and shovel for the life you'd like. They call us gold diggers, digging in the sun for a pocket full of shine, for the day is done. With a lucky pan and a hopeful grin, it's a dusty gamble, let the good times spin. We're gold diggers, digging in the sun, yeah, digging in the sun, yeah, digging in the sun. Wir haben da was gefunden und es ist kein Gold. Aber es glitzert. Ja, muss jemand vergessen haben, oder? Ja, sieht so aus. Ja. Kannst direkt mal mitnehmen, falls du mal wieder irgendwo was ausbuddeln willst. Aha. Und der Müll ist gleich weg. Ja. Meinst du, wir finden hier Gold? Keine Ahnung. They call us gold diggers, digging in the sun for a pocket full of shine, for the day is done. With a lucky pan and a hopeful grin, it's a dusty gamble, let the good times spin. We're gold diggers, digging in the sun. Okay, wir sind natürlich nicht in einer Goldregion, ohne nicht zu versuchen, ein bisschen Gold zu finden. Und wir haben zwar unsere Goldpen im Karawan gelassen und haben einfach so ein bisschen rumgestochert. Aber ich denke mal, wir haben ein paar Flakes gefunden, oder? Ein paar Fleckchen. Ich meine, wenn sie früher schon einen ganzen Fluss umgeleitet haben und da drin was zu finden, die hören ja nicht auf, wenn überhaupt nichts mehr da ist. Die hören ja nur auf, wenn nicht mehr genug da ist, Dass es sich dass lohnt, es sich ja. lohnt. Blazing sun, memories and laughter run. Timeless spirit, bold and free. In the land of mystery. Golden days forever shine. Old friends toast with sparkling wine. Happy hearts and stories told. In the hunt for Aussie gold.
Und weil es uns hier so gut gefallen hat, hängen wir einfach noch einen Tag zum Entspannen hinten dran. Und anfangen tun wir mit einem guten Frühstück. Am nächsten Tag verlassen wir dieses Stück im Paradies. Wir fahren weiter und in Sale halten wir am Informationscenter an. Gleich nebenan ist eine Galerie, die wir auch noch mitnehmen. Es sind mehrere Künstler vertreten und bei einigen wissen wir nicht so recht, was wir von ihren Werken halten sollen. Was sagst du zu dem Artwork? Weiß nicht. Ich weiß nicht, was ist da hinten? Ja, gute Frage. So sieht man bestimmt aus, wenn man hingefallen ist und sich einen Arm gebrochen hat. Wahrscheinlich. Eine Weltbirne. Ja, aber das ist so ein bisschen mehr was, wo ich was mit anfangen kann, weil mich das halt auch die Geschichte und alles interessiert. Wir haben hier von Darren Sylvester Dänische Wolle. und das nennt sich Sausage Biscuit. Und jetzt kann jeder mal sich Gedanken darüber machen, was das wohl für ein Kunstwerk ist. Und? Kommst du drauf? Wärst du drauf gekommen? Nee. Also das entzieht sich denn meiner Vorstellungskraft. War eine Schüler auch mal furchtbar schlecht Interpretation von irgendwelchen Kunstwerken. Nach einer weiteren Nacht auf einem 24-Stunden-Rastplatz am Princess Highway sind wir jetzt endlich in Lake Entrance angekommen, Lake Entrance. Und wir schlagen hier unser Hauptquartier auf, weil wir morgen dann eine weitere Tagestour machen wollen. Und damit beenden wir eigentlich für diese Woche auch unser Video. Doch bevor wir auf Wiedersehen sagen, möchte ich noch ein kleines Update machen. Den Stein, den Peter damals in Cuba Pedy auf dem Aussichtspunkt da gefunden hat, ist von Nicole als Opal bestätigt worden, aber nicht viel wert. Mit mindere Qualität. Mindere Qualität. Aber es war ein Opal, mitten auf dem Parkplatz. Mitten auf dem Parkplatz, da liegen die Opale auf der Straße rum. Okay, damit sagen wir auf Wiedersehen. Wir bedanken uns recht herzlich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar oder abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Okay. Und jetzt gehen wir erstmal ein Feierabendbier trinken. Genau, in Bis nächste die Woche. Taverne. Bis dann. Tschüss. Bye.